Der Herbst hatte die Bäume ausgeblutet, Blatt für Blatt, bis nur noch die Äste übrig waren und das Licht, das sich jetzt ungehindert durch das Geäst arbeitete und den Waldboden in ungleichmäßige Streifen legte. Das Vögelchen trug die letzte Holzbürde des Tages den Pfad hinauf. Die Äste schürften am Rücken. Die Schultern hatten seit dem Mittag aufgehört zu protestieren. Das Häuschen lag am Ende des Pfades, wie immer. Das Licht im kleinen Fenster war gelb und warm. Als die Tür aufging, kam die Wärme zuerst, dann der Geruch, Holzrauch und darunter etwas Würziges, Sattes, das sich sofort in die Federn setzte und noch Stunden später dort sein würde. Das Mäuschen schaute auf, vom Tisch her, und die lebhaften Ohren setzten sich noch schneller auf als alles andere. Die kleine Nase schon in Bewegung, schon dabei, den Geruch aufzunehmen. »Du bist spät«, sagte das Mäuschen. »Nein«, sagte das Vögelchen, »es war nicht spät.« Es war genau die Zeit, zu der es immer kam. Das Mäuschen wusste das, es sagte es trotzdem manchmal, nicht als Vorwurf, eher als ein kleines Begrüßungsritual, eine Formulierung, die besagte: »Ich habe auf dich gewartet und jetzt bist du da.« Am Herd stand die Bratwurst. Sie bewegte sich durch den Topf. Nicht eilig, nicht zögernd. Eine gleichmäßige Spirale durch das Gemüse, das schwamm und dampfte, und sie bewegte sich so, als wäre das Schlingen durch den Brei das Natürlichste auf der Welt. Und vielleicht war es das auch, für sie. Wenn die Bratwurst durch die Suppe schlingte, ließ sie etwas von sich darin. Ihre Fette, ihr Salz, die Wärme ihres eigenen Körpers. Das Gemüse nahm es auf. Am Ende schmeckte das Essen nach ihr. Nicht wie sie schmeckte, das wäre die falsche Beschreibung, wie sie war. Das Vögelchen legte das Holz ab. Das Holz kam dabei nicht ganz so ordentlich zu liegen, wie das Vögelchen es gewohnt war. »Lass«, sagte das Mäuschen, und das Vögelchen ließ es. Der Tisch war gedeckt. 3 Plätze, der eine nah am Feuer für das Vögelchen, das immer fror, der mittlere für das Mäuschen, der dritte am Rand, dort wo der Boden etwas tiefer lag, für die Bratwurst, die niedrig blieb. Das Mäuschen hatte 3 verschiedene Tassen hingestellt, alle vorgewärmt. Es hatte das Wasser heute Mittag geholt, in 2 Fahrten, weil der Krug schwer war und der Weg zum Brunnen länger als man dachte. Die Bratwurst zog sich aus dem Topf zurück, vollständig. Die Suppe glänzte und der Geruch, der durch das Häuschen stand, war der Geruch, der das Häuschen zum Häuschen machte. Sie aßen. Das Knistern des Feuers, das Vögelchen, das den Löffel zu schnell hob und eine kleine Welle über den Tassenrand schickte, und das Mäuschen, das nichts dazu sagte. Die Bratwurst saß ruhig und gerade und aß, was sie selbst gekocht hatte, ohne Kommentar darüber, ob es gut geworden war. Es war immer gut. Das war kein Kommentar wert. Draußen begann der Wind, leise zuerst, dann mit mehr Überzeugung. Das Feuer antwortete mit einem Flackern. Die Wände des Häuschens hielten es. Das Vögelchen hätte etwas sagen können. Es gibt Abende, an denen man das Glück benennen will, als könnte man es damit festhalten. Es sagte es nicht. Was hätte es auch sagen sollen, dass das Essen gut war? Das Mäuschen wusste das. Die Bratwurst wusste das. Die Suppe wusste das. Manche Dinge brauchen keinen Satz. Sie saßen eine Weile nach dem Essen noch beisammen, das Feuer tiefer jetzt, die Müdigkeit tiefer als das Feuer. Das Vögelchen lehnte den Kopf zurück. Dann war sein Atem gleichmäßiger. Dann noch gleichmäßiger. Es schlief ein, noch am Tisch, das Bündel Holz halb aus dem Türbereich, die Flügel angelegt wie beim Landen. Das Mäuschen saß still eine Weile. Dann stand es auf, lautlos, kaum Geräusch auf dem Boden, und räumte das Holz weg. Schicht für Schicht, sorgfältig, nichts klapperte. Als es fertig war, legte es dem Vögelchen eine Decke über die Schultern. Die Bratwurst schürtete die Glut.
Eine Bewegung, dann noch eine. Das Feuer schlief ein. Das Häuschen war still. Das Grau vor dem Morgen war das ruhigste Grau, das es gab. Nicht das Grau des Abends, das sich zusammenzog und schwerer wurde. Das Grau des Morgens war leer, noch nichts von dem wissend, was kommen würde. Die Bratwurst war wach. Sie war immer früher wach als die anderen. Nicht aus Angst, das war es nicht. Oder nicht nur das, sondern weil der frühe Morgen ihr gehörte. Das Mäuschen schlief, das Vögelchen schlief. Die Welt hatte noch keine Ansprüche. Sie schürtete die Glut, die sie gestern Abend tief gebettet hatte, damit sie die Nacht überstehen würde. Das Feuer antwortete langsam, dann schneller. Das Holz griff Funke für Funke. Das Holz, das das Vögelchen gebracht hatte, lag ordentlich daneben. Das Mäuschen hatte es gestern Nacht weggeräumt, wie immer, ohne ein Wort. Früher, vor diesem Häuschen, hatte die Bratwurst in einem Keller gelegen. Das war keine angenehme Erinnerung, aber es war eine, die sie bei sich trug wie einen Stein, der so lange mitgetragen worden war, dass er kein Gewicht mehr hatte. In dem Keller hatten sie nebeneinander gelegen, 6, 7, mehr. Wurst neben Wurst, in der Kälte. Eine nach der anderen war geholt worden. Sie alle außer sie. Warum sie geblieben war, wusste die Bratwurst nicht. Schlechte Platzierung, vergessen worden. Vielleicht das eine, vielleicht das andere. Sie hatte aufgehört, danach zu suchen, was ihr tröstlicher erschien als jede Antwort. Was sie wusste. Sie hatte allein in dem leeren Keller gelegen und gedacht, das ist also mein Ende. Warten, bis man sich erinnert. Dann war das Mäuschen durch einen Spalt in der Kellerwand gekommen. Das Mäuschen hatte nicht gefragt, bist du essbar? Das Mäuschen hatte gefragt, bist du allein? Dieser Satz, dieser eine Satz. Die Bratwurst zog das kleine Stück Stoff heraus. Es war blass geworden über die Zeit. Die Zeichen darauf waren von einer Mäusepfote gemacht worden, klein und präzise, nicht Schrift, genau genommen, aber etwas, das dasselbe bedeutete. Eine Adresse, den Namen des Häuschens. Das Mäuschen hatte es ihr gegeben, am Anfang, als die Bratwurst noch manchmal aufgewacht war und einen Augenblick lang nicht gewusst hatte, wo sie war. Damit du weißt, wo du wohnst, hatte das Mäuschen gesagt, mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, für den das keine große Sache war. Für die Bratwurst war es die größte Sache gewesen. Sie faltete das Stück Stoff wieder, steckte es in ihre Falten, wo es immer lag. Das Kochen, das Schlingen durch die Suppe, das Geben von sich selbst in den Topf, war ihre Art zu sagen, was sie nicht in Worte fasste. Ich wähle das hier. Ich wähle euch. Jeden Morgen neu. Das Mäuschen, das fragte, ob sie allein war. Das Vögelchen, das jeden Abend nach Hause kam und den Geruch des Essens in sich aufsog, wie etwas, das man braucht und nicht weiß, dass man es braucht. Diese zwei, dieses Häuschen. Von draußen das erste Vogelzwitschern. Nicht das Vögelchen, ein anderer, weiter weg, aus dem Wald. Das Mäuschen schlurfte. Es kam um die Ecke, die Nasenarbeit schon aktiv, die Ohren noch halb umgeklappt. Es sah die Bratwurst am Feuer stehen. Es fragte nicht, warum sie so früh aufgestanden war. Es setzte sich daneben. Sie wussten es beide. Der Morgen begann, wie er immer begann, und das war gut. Das Holz war heute schwerer als gestern. Das stimmte nicht, nicht wirklich. Holz war Holz. Es änderte sein Gewicht nicht von Tag zu Tag. Aber der 300. Tag trug sich anders als der erste. Das war alles. Das Vögelchen stand im Schatten einer alten Eiche und schnürte das Bündel fester. Die Finger waren kalt. Die Bürde saß noch nicht richtig. »Du sammelst Holz?« Der Stieglitz saß im Geäst über ihm. Bunt, leicht, mit dem Rotfleck überm Auge, als hätte jemand einen kleinen Alarm dort angebracht. Er trug nichts. Er saß einfach da und schaute, mit der entspannten Neugier von jemandem,
dem die Zeit gehörte. »Jeden Tag«, sagte das Vögelchen. Der Stieglitz neigte den Kopf. »Und wo bringst du es hin?« Das Vögelchen erklärte: »Das Häuschen am Ende des Pfades. Die 3, die zusammenlebten, das Essen am Abend, das Feuer, der Tisch.« Es klang gut, wenn man es so sagte. Und es war gut, das wusste das Vögelchen. Es erzählte davon mit Stolz, anfangs. »Und die anderen«, sagte der Stieglitz, noch immer mit dieser gleichmäßigen Freundlichkeit. »Was tun die, wenn du hier bist?« Das Vögelchen zählte auf. Das Mäuschen, Feuer machen, Wasser holen, den Tisch decken, die Bratwurst, kochen. »Kochen«, sagte der Stieglitz. »Ja.« Eine Pause. Der Wind bewegte die Äste. Irgendwo, weiter oben, eine Meise. »Und wie kocht sie?« Das Vögelchen öffnete den Schnabel, schloss ihn. Die Bratwurst schlingte sich durch das Gemüse, durch die Suppe, durch den Brei. Sie ließ sich selbst darin, ihr Salz, ihre Wärme, ihren Geschmack. Aber wie erklärte man das? »Sie schlingt sich durch den Topf«, sagte das Vögelchen schließlich. »Sie gibt etwas von sich ab. Das Essen schmeckt dann anders.« Der Stieglitz wartete, als würde noch mehr kommen. Es kam nichts mehr. »Das klingt anstrengend«, sagte er. »Für dich? Die anderen arbeiten auch.« »Sicher.« Er nickte, schnell, bereitwillig, als wäre das nicht der Punkt. »Das meinte ich nicht. Ich sage nur, du bist draußen, im Wind, im Regen, jeden Tag. Die anderen sind innen. Das ist ein Unterschied. Das ist alles.« Er streckte die Flügel aus, ein kleines Vorbereitungsflattern, hielt inne. »Ich sage das ja nur.« Dann flog er weiter. Er schaute nicht zurück. Das war keine Grausamkeit. Er schaute nicht zurück, weil ihm nicht einfiel, dass es einen Grund geben könnte, zurückzuschauen. Es war ein Gespräch unter vielen gewesen. Das Vögelchen stand mit dem Holzbündel auf dem Rücken und schaute dem bunten Gefieder nach, bis es zwischen den Ästen verschwunden war. Dann schaute es das Holz an. Dann wieder in die Richtung, aus der der Stieglitz gekommen war. Das Holz war schwer. Das wusste das Vögelchen. Das hatte es immer gewusst. Aber es hatte nicht gewusst. Nicht so, nicht mit dieser kleinen Schärfe hinter dem Brustbein, dass die anderen drinnen saßen, während es draußen stand. Es schulterte das Bündel und ging. Das Häuschen war warm und roch nach dem Abendbrot, und das Vögelchen war trotzdem unruhig. Es hatte die ganze Zeit nach jenem nach Hause gedacht. An das Gespräch im Wald, an den Stieglitz, der gefragt hatte, und an die Antworten, die das Vögelchen gegeben hatte. Und daran, wie die Antworten geklungen hatten. Wie wenig sie geklungen hatten, gemessen an dem Holz auf dem Rücken. »Wir sollten tauschen«, sagte es, kaum dass es das Holz abgestellt hatte. Das Mäuschen schaute mit aufgerichteten Ohren auf. »Ich bringe seit 3 Jahren jeden Tag das Holz«, sagte das Vögelchen. »Bei Regen, bei Wind, wenn die Äste gefroren sind. Ich will, dass wir losen. Jeder soll alles einmal machen.« Das Mäuschen legte die Pfoten flach auf den Tisch. Es rieb sie kurz aneinander. Kleine, reibende Kreisbewegungen, kaum zu sehen, dann nicht mehr. »Unser Haushalt«, sagte es, und seine Stimme war leiser als sonst, aber leiser auf eine andere Art. Nicht leiser aus Unsicherheit, sondern leiser, weil die Worte gewählt werden mussten. »Unser Haushalt funktioniert, weil jeder tut, was er kann. Das Holz holen liegt dir, das Feuer liegt mir, das Kochen liegt ihr.« Es schaute zur Bratwurst. »Jeder tut, was er isst, das ist keine Ungerechtigkeit. Und wenn ich es satt bin, dann sagst du es mir.« Das Mäuschen holte Luft, einen tiefen, bewussten Zug. »Aber bitte, lass uns so lassen, wie wir sind. Bitte.« In dem Wort lag mehr als das Wort. Das Vögelchen, das das Mäuschen kannte wie seinen eigenen Herzschlag, hörte es. Hörte darunter: »Ich habe einmal alles verloren. Ich tue seither alles, um das nicht noch einmal zu tun. Bitte,
Aber das Vögelchen zählte. Das hatte es immer getan. Die Tage, die Stunden, die Male. 22 Mal diese Woche ins Holz und zurück. Das war eine Zahl. Zahlen ließen sich nicht wegbitten. Die Bratwurst saß am Herd und schwieg. Das Vögelchen schaute sie an. Es wollte ihre Stimme auf der Seite des Mäuschens oder auch ihre Stimme auf der eigenen Seite. Irgendetwas, irgendeine Klarheit. Die Bratwurst schwieg. »Ich gehe nicht gern in den Wald«, sagte die Bratwurst schließlich. Ruhig, sachlich. Ein einziger Satz, ohne Entschuldigung und ohne Ausschmückung. Das Vögelchen nickte zu schnell. »Siehst du?« Auch ihr war es lieber innen. Auch sie wusste, was es bedeutete, draußen zu sein. Es verstand nicht, was die Bratwurst gemeint hatte. Die Bratwurst hatte nicht gesagt, »Ich will nicht gehen«. Die Bratwurst hatte gesagt, »Ich gehe nicht gern«, was ein ganz anderer Satz war für jemanden, der zuhörte. Das Mäuschen rieb die Pfoten, hörte auf, schaute zur Bratwurst. Ein langer Blick. Die Bratwurst erwiderte ihn, kurz, dann schaute sie weg. Sie losten, 3 Stäbchen. Das Vögelchen zog zuerst, ein langes. Das Mäuschen, ein langes. Die Bratwurst, das kurze, stille. Das Vögelchen würde Wasser holen. Das Mäuschen würde kochen. Die Bratwurst würde morgen früh das Holz holen. Das Mäuschen saß sehr still. Die Pfoten lagen flach auf den Oberschenkeln, bewegungslos. Die Bratwurst stand auf. Sie räumte den Tisch ab, Stück für Stück, sorgfältig. Nichts klapperte. Als der Tisch leer war, schürtete sie die Glut. Dann, in einer Bewegung, die nicht groß war, nicht demonstrativ, nur notwendig, griff sie in ihre Falten und zog das kleine Stück Stoff heraus. Sie schaute es an. Dann steckte sie es tiefer in eine der inneren Falten, fester, wo es nicht herausfallen konnte. Das Mäuschen schaute ihr dabei zu. Es sagte nichts. Sie gingen schlafen. Alle 3. Das Häuschen war still wie immer, der Wind draußen gleichmäßig, die Glut tiefer als am Abend. Aber die Stille war eine andere als sonst. Voller, als würde sie etwas halten, das es vorher nicht gegeben hatte. Die Bratwurst stand am Rand des Waldes. Nicht lange. Nur einen Moment. Einen einzigen, ruhigen Moment, in dem sie das betrachtete, was vor ihr lag. Den Pfad, der schmaler wurde, je weiter er sich zwischen die Bäume schob, das feuchte Laub, das die Farben des Herbstes in die Erde drückte. Die Luft hier war anders als die Luft am Häuschen, kühler, fremder, kein Feuergeruch, kein Topfgeruch, nur der Geruch von Holz und Erde und dem, was in Wäldern lebt und keinen Namen hat. Das Vögelchen kannte jeden dieser Bäume, die Bratwurst kannte keinen. Sie setzte sich in Bewegung. Der Wald war nicht feindlich. Das war das Erste, was sie feststellte, und sie hielt es fest. Er war nicht feindlich. Er kannte sie nicht, er wollte ihr nichts, er war einfach da, groß und gleichgültig, wie Dinge groß und gleichgültig sein können, ohne böse zu sein. Die Äste hingen tief, der Boden war weich, das Laub raschelte bei jedem Schritt. Kein Echo, kein Feuer. Keiner, der fragte, wie es ihr ging. Das Vögelchen hatte das Holz immer unter der alten Eiche am Hang gefunden, wo die herabgefallenen Äste trocken lagen. Die Bratwurst fand die Eiche. Es gab nur eine, alt genug und schief genug, um kein anderer Baum zu sein. Das Holz lag dort wie versprochen. Sie sammelte. Es war schwerer als erwartet. Nicht, weil das Holz schwerer war, sondern weil ihre Hände, ihre Wege, etwas zu halten, nicht die Wege des Vögelchens waren. Sie versuchte es anders. Das Bündel saß irgendwann, nicht gut, aber ausreichend. Auf dem Rückweg war der Pfad enger als auf dem Hinweg. Das Rascheln kam zuerst. Nicht ihr Rascheln, ein anderes, in den Büschen links von ihr, das die Qualität von Gewicht hatte, von Masse, von Bewegung,
die sich nicht darum scherte, ob man sie hörte. Das Rascheln, dann Schritte, dann der Geruch. Ein Tier, das groß war und daran gewöhnt, dass es fand, was es suchte. Die Bratwurst hielt inne, das Holz auf dem Rücken, der Pfad vor ihr, offen. Der Hund kam um die Biegung. Er sah sie sofort. Das war keine Bosheit in diesem Blick. Das war nur das Wiedererkennen, sehr altes, sehr tiefes Wiedererkennen, die Art, die sich einschreibt, bevor man eine Sprache hat. Er war ein Hund. Sie war eine Bratwurst. Er wusste nichts von dem Häuschen, nichts von dem kleinen Stück Stoff, nichts von dem Mäuschen. Das fragte: Bist du allein? Er wusste das und nur das. Und das wusste er vollständig. Es ging schnell. Das Holz fiel zuerst, dann war die Bratwurst fort. Das Vögelchen hatte an der Waldgrenze gewartet. Es wusste nicht, warum es gewartet hatte. Es hatte nicht schlafen können in der Nacht. Es hatte das Gefühl, draußen zu bleiben, in der Nähe. Als die Äste knackten, flog es auf. Die Flügel noch nicht ganz sortiert, schneller als es konnte, in Richtung des Geräuschs. Als es die Lichtung erreichte, stand der Hund da, im Maul. Etwas Kleines, nicht die Bratwurst, etwas Blasses, Flaches, zu klein, um zu sein, was es war. Der Hund betrachtete es, drehte den Kopf zur einen Seite, dann zur anderen. Dann hob er den Blick zum Vögelchen. »Falsche Briefe«, sagte er. Seine Stimme hatte den Ton von jemandem, der einem anderen erklärt, wie die Welt funktioniert. »Falsche Adressen. Diese Wurst hatte keinen Platz. Sie hat sich das eingebildet.« »Das stimmt nicht«, sagte das Vögelchen. Der Hund schaute das Stück Stoff noch einmal an. Dann öffnete er das Maul und das Stück Stoff fiel ins Laub. Dann ging der Hund. Das Vögelchen blieb auf der Lichtung. Das Holz lag verstreut, Ast für Ast, wie das Bündel auseinandergefallen war. Das Stück Stoff lag im Laub, blass und sehr klein. Der Wald stand um alles herum und wusste nichts davon. Das Vögelchen sammelte das Holz. Stück für Stück, Ast für Ast. Es sammelte und schnürte, und seine Hände arbeiteten, ohne dass es ihnen befahl zu arbeiten. Als das Bündel fertig war, hob es das Stück Stoff auf. Es legte es oben auf, faltete die Schnur so, dass es nicht herausrutschen konnte. Dann trug es das Holz nach Hause. Nach Hause. Das Mäuschen erkannte es sofort. Nicht, was passiert war. Das wusste es noch nicht. Aber das Vögelchen trug das Holz anders, die Schultern anders, es öffnete die Tür anders. Das war kein Vögelchen, das nach einem langen Tag nach ihm nach Hause kam. Das war ein Vögelchen, das woanders herkam und jetzt den Weg ins Häuschen fand. Es legte das Holz ab. Dann legte es das kleine Stück Stoff auf den Tisch. Das Mäuschen stand und stand und schaute. Die Nasenarbeit hatte aufgehört. Es musste nicht fragen. Es hatte dieses Stück Stoff selbst gemacht, damals, in den ersten Wochen. Jedes Zeichen darauf, die kleine Adresse, den Namen des Häuschens, mit der eigenen Pfote. Das Vögelchen sagte es trotzdem. Es war kein Talent fürs Sprechen, aber es fand die Worte, die einzigen, die es gab. Der Hund, das Holz, das Stück Stoff im Laub. Das Mäuschen unterbrach nicht. Als das Vögelchen fertig war, war Stille. Nicht das Schweigen des Zwischenraums, das Schweigen von etwas, das sich vollständig gesetzt hatte und keinen Platz mehr ließ. Dann weinte das Mäuschen. Kein Aufheben, kein sich fallen lassen. Es weinte kurz und still, die Schnüffelnase zitterte ein wenig, die Pfoten lagen flach auf dem Tisch. Das Vögelchen saß dabei und wusste nicht, was es tun sollte. Also tat es das Einzige, das ihm einfiel. Es blieb. Dann hörte das Mäuschen auf. Es wischte sich das Gesicht. Es stand auf. »Du warst den ganzen Tag draußen«, sagte es. »Du musst essen.« Das Vögelchen schaute zu dem leeren Platz am Feuer. Dort, wo die Bratwurst immer gestanden hatte, wenn sie kochte. Der Platz war jetzt nur Luft.
kein Gewicht, keine Wärme, nur das Fehlen von beidem. Keines der beiden schaute direkt dorthin. Beide wussten, dass der andere es wusste. Das Häuschen roch nach Holz. Nur das. Früher war der Holzrauch der Hintergrund gewesen, die Wand hinter dem eigentlichen Geruch, ihrem Fett, ihrem Salz, dem Schweren, das aus ihr in den Topf und aus dem Topf in die Luft gestiegen war und sich überall gesetzt hatte. In die Wände, in die Balken, in die Federn des Vögelchens. Jetzt stand der Holzrauch allein, kahl, der Topf am Herd, kalt. Das Mäuschen legte die Pfote an das Eisen, kälter als die Luft, kälter als der Rest der Küche, die Kälte eines Dings, das seit dem Morgen unberührt dagestanden hatte. Das Mäuschen fuhr mit dem Daumen am Innenrand entlang. Kein Rückstand, kein Geruch, nur Eisen, das auf sich selbst wartete. Am Tisch standen 3 Tassen. Das Mäuschen hatte sie heute Morgen hingestellt, bevor es sich erinnert hatte. Die 3. stand am Rand, dort wo der Boden etwas tiefer lag, vorgewärmt, leer. Das Mäuschen nahm sie, stellte sie in den Schrank, lautlos. Das Vögelchen legte das Holz nach, die Hände nicht ganz dabei. Das Mäuschen holte den Topf, das Vögelchen machte Feuer. Sie taten beide das, was ihre Hände kannten, schweigend, Schritt für Schritt. Und das Schweigen war kein schlechtes Schweigen, nur ein trauriges. Das Wasser brodelte, das Gemüse schwamm, der Geruch stieg auf, warm, ordentlich, das, was Essen roch, wenn es fertig war. Nur das andere fehlte, das Runde, das Salzige, das sich aus einem Körper löste und im Brei blieb und alles änderte. Es kam nicht. Das Mäuschen rührte. Das Vögelchen schaute in die Flamme. Das Feuer knisterte. Das war ein Anfang. Das Gemüse lag fertig geschnitten auf dem Brett. Möhren, Pastinaken, ein Stück Kohl. Das Mäuschen wusste, wie man Gemüse schnitt. Es wusste, wie man einen Topf ansetzte, wie man Wasser zum Brodeln brachte, wie man rührte und abschmeckte. Das hatte es sich in 3 Jahren abgeschaut, durch das Zuschauen, das das Mäuschen immer getan hatte, ohne zu wissen, dass es lernte. Aber das Wasser brodelte und das Gemüse schwamm und der Geruch war der Geruch von Gemüse, nicht von ihr. Das Mäuschen stand davor und der Topf stand davor und beide warteten. Das Mäuschen wusste, was fehlte. Es war nicht das Gemüse und nicht das Feuer und nicht die Zeit, die die Suppe brauchte, um fertig zu werden. Es war das Schlingen, das Geben, das Salz, das sich aus einem Körper löste und in das Wasser überging. Das war nicht nachmachbar. Das wusste das Mäuschen. Und trotzdem, das Vögelchen war den ganzen Tag draußen gewesen. Es war den ganzen Tag mit dem Holz und dem Stück Stoff und dem, was es auf der Lichtung gesehen hatte, allein damit. Es würde heute Abend nach Hause kommen und es würde essen müssen. Und das Essen würde nicht schmecken wie früher, weil nichts mehr so schmecken würde wie früher, weil sie nicht mehr da war. Aber vielleicht, wenn das Mäuschen sich in den Topf schlingte, kurz nur, einmal und dabei an sie dachte. Das Mäuschen stand am Rand des Topfes. Es wusste, dass das keine gute Idee war. Das Wasser brodelte. Die Oberfläche bewegte sich. Das Brodeln war das Brodeln von etwas Heißem, echten Heiß, kein Spielzeug. Das Mäuschen wusste das. Es kannte Hitze. Es kannte die Vorsicht, die man Feuern und heißem Wasser gegenüber übte. Es beugte sich trotzdem vor, weil das Einzige, das in diesem Moment wichtiger war als die eigene Klugheit, das Vögelchen war. Das war alles. Der vollständige Gedanke. Es schlingte sich in den Topf. Das Wasser gab nach. Das Gemüse, der Brei, die Hitze darunter. Sie gaben nicht nach. Das Brodeln schloss sich um das Mäuschen. Die Hitze kam von allen Seiten, keine Richtung, die kühler war als die andere. Und das Mäuschen wollte weiter, so wie die Bratwurst weitergemacht hatte, durch und wieder raus.
aber das Weiter gab es nicht. Das Feuer darunter. Der Brei, der sich schloss. Das Mäuschen kam nicht aus dem Topf. Das Vögelchen schob die Tür auf, die Wassereimer in beiden Händen. Es stellte sie ab. Es rief den Namen des Mäuschens. Die Stille kam zurück zu schnell. Es rief noch einmal, lauter, in alle Richtungen. Die Kammer hinten, der kleine Vorraum, draußen. Keine Antwort. Draußen nur der Abend und der Wind und die Äste, die sich im Wind bewegten. Das Vögelchen trat an den Herd. Es schaute in den Topf. Es schaute nicht lange. Es trat zurück, bis die Wand seinen Rücken hielt. Es stand sehr still, die Flügel angelegt, das Feuer unter dem Topf weiter knisternd, das Brodeln weiter brodelnd, ohne Pause, ohne Meinung. Das Häuschen war sehr ruhig. Dann fingen die Federn an zu putzen. Immer und immer wieder dieselbe Stelle am rechten Flügel. Die Hand, die irgendwohin muss, wenn sie keinen anderen Platz hat. Das Vögelchen suchte. Es wusste, was es im Topf gesehen hatte. Es suchte trotzdem, weil Suchen etwas war, das man tat, wenn man nicht wusste, was man sonst tun sollte. Es durchwühlte die Ecken, es schaute unter den Tisch, es rief in alle Richtungen, die Stimme kleiner als erwartet, als wäre sie durch etwas gegangen, was sie kleiner gemacht hatte. Das Holz. Das Holz lag dort, wo es die Eimer hingestellt hatte, das Bündel, das es heute gebracht hatte, trockene Äste, gutes Holz, das bestmögliche Holz, das der Wald hatte. Es warf das erste Bündel zur Seite. Es traf das zweite Bündel, das kippte, und die Äste rollten in alle Richtungen, einer davon direkt in die Glut des offenen Herdes. Das Holz fing sofort Feuer. Nicht langsam, nicht zögernd. Das Holz war trocken und gut, und das Feuer wusste das. Es brannte, wie das Vögelchen es immer gebracht hatte, damit es brannte. Gut. Das Feuer fraß sich von Ast zu Ast, vom Boden zu dem Holz, das gegen die Wand gelehnt war, und von da zum Balken. Die Wände des Häuschens hatten 3 Jahre lang dem Feuer zugeschaut, dem kleinen, kontrollierten Feuer des Herdes. Jetzt kam es näher. Das Vögelchen flog auf. Wasser! Der Brunnen! Es gab einen Brunnen hinter dem Häuschen. Es gab immer den Brunnen. Das Mäuschen hatte das Wasser dort geholt. Jeden Tag. In 2 Fahrten, weil der Krug schwer war. Der Eimer, die Seile, den Eimer hochziehen. Es flog nach draußen. Der Rauch kam hinter ihm her, dicker als erwartet, und die Wärme an seinem Rücken war zu groß für Herbst. Der Brunnen war da. Der Eimer hing an der Seile. Das Vögelchen griff die Seile, packte, zog. Der Eimer drehte sich unten, schwer, das Wasser in ihm schwappte. Er stieg, langsamer als erwartet. Das Vögelchen lehnte sich vor, über den Rand, den Eimer schon fast in Reichweite. Ein Moment, das Knistern des Feuers hinter ihm, das Häuschen brannte, das Häuschen, in dem sie 3 Jahre gelebt hatten, die Wände, die die Glut gekannt hatten, der Tisch, der Platz am Feuer, der Platz in der Mitte, der Platz am Rand. Das Wasser vor ihm, unten im Brunnen dunkel und kalt. Es griff nach dem Eimer. Der Eimer kippte. Es streckte sich danach. Dann fiel das Vögelchen. Das Wasser nahm es auf, wie das Wasser alles aufnimmt. Kalt, gleich, ohne Fragen. Das Häuschen brannte weiter. Das Feuer brauchte keine Meinung dazu. Bis in die Nacht brannte das Häuschen. Die Lichtung war noch eine Weile warm, dann nicht mehr. Der Brunnen blieb. Die Asche lag gleichmäßig, nicht wie nach etwas Gewalttätigem, ordentlicher als das. Feuer ist gründlich in dieser Weise. Es lässt zurück, was nicht brennt. Und auf dieser Lichtung war das. Erde, ein paar Steine, die den Herd geformt hatten, der Brunnen. Und der Pfad, der von einer anderen Richtung herkam und jetzt einfach aufhörte, wo das Häuschen gewesen war. Der Brunnen stand noch. Er stand dort mit der Seile an der Kurbel und dem Eimer unten, und das Wasser in ihm lag ruhig.
Es wusste nichts von dem, was passiert war. Brunnen wissen das nicht. Sie halten Wasser. Das ist das Einzige, wofür man sie braucht. Und in dieser einen Sache sind sie vollständig verlässlich. Der Herbst hatte weitergemacht. Er hatte keinen Grund zu halten. Das Laub fiel, das Licht wurde weniger, die Erde wurde kälter. In ein paar Wochen würde das erste Moos die Steine überwachsen. Im Frühling würde irgendetwas wachsen. Irgendetwas wächst immer. Das ist das Einzige, an dem man sich verlassen kann. Irgendwo in einem anderen Wald saß der Stieglitz im Geäst. Er redete mit einem anderen Vogel. Was er sagte, klang wie das, was er immer sagte. Eine Frage, eine Pause und dieser eine Satz, der in den Ohren blieb. Er erinnerte sich nicht an das Gespräch mit dem Buchfinken. Es war eines unter vielen gewesen. Ein Nachmittag, ein müder Vogel mit einem Holzbündel auf dem Rücken. Der Stieglitz hatte etwas Wahres gesagt. Das glaubte er jedenfalls. Und dann war er weitergeflogen. Was danach passiert war, wusste er nicht. Es fiel ihm nicht ein zu fragen. Er fragte. Er wartete. Er flog weiter. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte ist ein Mäuschen, das fragte, ob jemand allein war. Eine Bratwurst, die blieb. Ein Vögelchen, das jeden Abend nach Hause kam und tief aufatmete, ohne zu wissen, dass es das tat. Ein Tisch mit 3 Plätzen, einer nah am Feuer, einer in der Mitte, einer am Rand. Das Feuer hat keinen Platz mehr, aber den Tisch, den vergisst man nicht. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,